Zurück bei der Firma NAF aus der Schweiz. Im ersten Teil unserer Einsatzreportage begleiten wir Lohnunternehmer Hans-Peter Erne und sein Team bei verschiedenen, teils anspruchsvollen Baumfällungen. Neben einem Herkules-Fellkran kommt hier auch der PM-Truck von Pfanzell zum Einsatz, den der Unternehmer erst kürzlich neu angeschafft hat. Anhand praktischer Beispiele erfahren wir mehr über die Möglichkeiten dieses vielseitigen Systemschleppers. Wir zeigen euch aber auch andere, teils exotische Tätigkeitsfelder von NAF, beispielsweise der Einsatz eines zapfwellenbetriebenen Laubgebläses, den Getreidetransport oder die seilgesicherten Mäharbeiten an den steilen Uferböschungen der Aare. In der Fortsetzung begleiten wir jetzt den PM-Truck beim Holzrücken mit dem Kran. Eine der Kernkompetenzen dieses Systemschleppers, denn die Forstarbeit ist ein fester Bestandteil seiner DNA. Wir treffen Thomas Rappo, den Importeur für Pfanzelt-Maschinen, und bekommen interessante Einblicke in den Schweizer Markt für Forstmaschinen. Bei der Rodung einer Baufläche kommt neben Bagger, Moritz und Böschungsmäher auch wieder der PM-Truck zum Einsatz, der dann am Holzhacker seine volle Kraft entfesseln kann. Forstarena Themenabende, powered by Pfanzelt. Im Wald geht es oft richtig zur Sache. Deshalb nimmt Pascal die Kotflügel ab, die mit Schnellverschlüssen am Traktor befestigt sind. Die Blinker schützt eine schwenkbare Abdeckung und auch die Spiegel kann man mit wenigen Handgriffen aus ihrer Halterung heben. Petrus meint es heute leider nicht sonderlich gut mit uns. Aber für die Waldarbeit gibt es bekanntlich kein schlechtes Wetter. Die Käferbäume wurden schon zuvor gefällt. Pascal und sein Vater arbeiten die Stämme auf, schneiden sie auf die gewünschte Länge und legen das Holz am Wegrand für den späteren Abtransport zurecht. Hier kann der große Kran sein Potenzial unter Beweis stellen. Die Verblockung an der Vorderachse sorgt für gute Standsicherheit bei der fahrenden Arbeit mit dem langen Ausleger. Aus der Kabine hat Pascal das Geschehen gut im Blick. Zum Fahren muss er nicht umgreifen. Über eine Wippe am Joystick bedient er die Lenkung. Für den Wechsel der Fahrtrichtung gibt es 2 Taster am Boden. Kräftige Arbeitsscheinwerfer leuchten das Umfeld in der anbrechenden Dämmerung taghell aus. Auch der neue Moritz FR75 ist dabei, um einige Stämme aus dem Bestand zu seilen. Eine Demomaschine, die der Schweizer Importeur Rappo für eine Probefahrt bereitgestellt hat. NAF hat selbst einen Moritz, allerdings noch das Vorgängermodell FR50. Deshalb wurde der PM-Truck auch ohne Seilwinde und ohne Rückeschild bestellt. Und für den Fall der Fälle steht auch noch eine 3-Punkt-Winde am Hof. Am nächsten Morgen setzen wir unsere Arbeit fort. Der Regen hat vorübergehend ausgesetzt. Hans-Peter fällt für uns noch einen weiteren Käferbaum. Ramon rückt mit dem PM-Truck an, um seinen Vater bei der Aufarbeitung zu unterstützen. Gestern haben wir gesehen, wie der PM-Truck das Holz bereitgestellt hat und eingelegt hat, damit es heute gemessen werden kann. Und heute fahren wir das Holz mit dem PM-Truck zur Sägerei. Also der PM-Truck war gestern noch beim Rücken, heute wieder auf der Straße beim Fahren und darum sehr vielseitig einsetzbar. Um die Stämme auf den Anhänger zu laden, setzt sich Hans-Peter selbst ans Steuer und beweist hier vor unseren Kameras, dass er das Gerät perfekt im Griff hat. Es sind genau diese Einsätze mit schwerem Holz, wo ein kräftiger Kran mit großer Reichweite gebraucht wird. Hans-Peter ist zufrieden, auch wenn das letzte Feintuning noch fehlt. Wir haben bei uns, als wir den PM-Truck gewählt haben, auch extra den stärksten Kran genommen, damit wir die großen Stücke auch machen können.
man sieht es auch, es braucht den starken Kran. Wir haben jetzt festgestellt in der Zeit, dass wir mit unserem Servicemann noch mal schauen müssen. Der Teleskopstufe hat im Moment zu wenig Kraft, da sind wir vom Alten Besseres gewohnt, aber das ist nur eine Einstellungssache. Und der Rappo wird dann kommen, muss den Kran so einstellen, dass er wieder die Leistung hat, die wir uns gewöhnt sind vom Alten. Und ich bin mir sicher, nachher wird er noch besser laufen wie der Alte. Wie schon am Tag zuvor ist auch heute wieder Hans-Peters Patenkind Luca mit uns unterwegs. Der 11-Jährige möchte später einmal als Landmaschinenmechaniker arbeiten und bekommt hier einen kleinen Vorgeschmack auf sein späteres Berufsumfeld. Der Luca, der ist heute bei uns, weil in der Schweiz gibt es den nationalen Zukunftstag. Der Zukunftstag ist eine Plattform, die eingeführt worden ist, dass die jungen Leute mit ihren Eltern oder Paten oder sonst in die Berufswelt gehen können, einen ganzen Tag mitgehen können, mitfahren bei uns oder sonst was machen und erleben können, wie es auf dem Leben dann mal ist, wenn man arbeiten muss, und auch den Hintergrund zu unserem Beruf oder das, was wir machen, den jungen Leuten näher bringen. Wir machen mit ihm jetzt verschiedene Sachen. Luca kennt das auch schon ein bisschen. Er kommt ab und zu mir. Luca, was hast du jetzt erlebt bei uns diesen Tag? Es hat mir alles gefallen, es hat Spaß gemacht. Traktorfahren. Dass du auch selber mal was machen darfst, oder? Ja. Das machen wir immer wieder. Solche Tage machen wir gerne mit, immer gerne. Weil das ist unsere Zukunft. Die Jungen, die müssen wir begeistern. Überall in der Berufswelt wird vom Fachkräftemangel geredet. Aber wenn wir nicht selber schauen, dass wir die Jungen schon für unsere Berufe begeistern können, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sie dann irgendwas ganz anderes lernen oder wir keine geeigneten Leute mehr finden, die wir auch gut ausbilden können. Hans-Peter hat das Holz auf den Anhänger geladen. Aus dem seitlichen Staufach schnappt er sich einen Spanngurt, um die Stämme auf der Ladefläche zu sichern. Dann machen wir uns auf den Weg zum Sägewerk. Mit flotter Fahrt geht es durch die Schweizer Hügellandschaft. Die 300 Pferdestärken haben mit der Fuhre leichtes Spiel. Bergab hilft die hydraulische Motorbremse, die Last zu bändigen und das Tempo zu kontrollieren. Das Holz liefert Hans-Peter zu einem regionalen Sägewerk, das nur wenige Kilometer entfernt ist. Dort angekommen, hebt er die Stämme mit dem Kran vom Anhänger. Ein natürlicher Rohstoff aus der Region für die Region. Ganz im Sinne einer nachhaltigen Forst- und Bauwirtschaft. Zurück am NAF-Betriebsgelände treffen wir Thomas Rappo von der gleichnamigen Firma, die sich um den Generalimport, Verkauf und Service von Pfannzeltmaschinen in der Schweiz kümmert und auch Familie Erne betreut. Der Chef stellt uns sein Unternehmen näher vor. Also unsere Firma existiert seit 1965, wurde gegründet von meinem Vater und meinem Onkel als Landmaschinenwerkstatt. Und es war dann schon relativ früh, Anfang der 70er Jahre, beide waren so ein bisschen auch die Tüftler, dass sie angefangen haben, da eigene Maschinen zu bauen. Und wir sind heute ein Betrieb mit 14 Mitarbeitern. Wir sind im Kanton Freiburg ansässig, das ist an der Sprachgrenze zwischen Deutsch und französischer Schweiz. Und wir bedienen für Pfannzelt eigentlich die ganze Schweiz. Also wir sind als Generalimporteur tätig. Neben Pfannzelt haben wir auch verschiedene andere Produkte, die wir importieren. Und lokal dann auch halt in der Landtechnik, wo wir dann Traktoren und Heuerntemaschinen und so weiter für diese Region anbieten. Wir vertreiben die ganze Palette von Pfannzelt, von der Dreipunktwinde über Hänger bis zu den Großfahrzeugen. Die Großfahrzeuge sind für uns natürlich eine wichtige Sparte. Und da ist der PM-Truck sicher das verkaufsstärkste Produkt bei uns. Und wir haben auch diese Kunden in der ganzen Schweiz. Und wir haben Kunden, die auch schon mehrere Maschinen haben, wie jetzt der Erne Hans-Peter. Und das ist, ja, sage ich jetzt mal, Pfannzelt ist unser Hauptlieferant. Rappo importiert die Pfannzeltmaschinen aus Deutschland und nimmt dann verschiedene, teils sehr aufwendige Anpassungen vor, ganz individuell nach Kundenwunsch. Damit ist diese Firma weit mehr als nur ein Händler. Ja, es ist vielleicht dieses klassische Swiss Finish, das wir da halt auch betreiben. Und das kommt sicher daher, dass wir schon lange in diesem Metier sind. Und die Kunden tragen ihre Wünsche an uns heran und wir versuchen dann all diese Wünsche auch zu erfüllen.
Der Pfanzer baut eigentlich die Maschinen in der Grundausrüstung, wie wir es brauchen, und das Finish, das kommt dann halt von uns. Heute ist es so, dass wir auf den PM-Truck zum Beispiel halt ganz spezifische Frontgewichte bauen, so wie der Kunde das haben will, mit Werkzeugkiste, mit Kranablage, als Schnellkuppelplatte für den Schneepflug und so weiter, alle diese Sachen. Und dann halt das Kleine, also Motorsägenhalter, Luftanschlüsse, versetzte Rollenböcke und so weiter, was dann halt so alles gewünscht wird. Also dem ist fast keine Grenze gesetzt. Und da sieht man dann auch diese Unterschiede von den verschiedenen Märkten, dass unterschiedlich gearbeitet wird, und das erfordert dann halt auch andere Ausrüstung. Und der Schweizer hat bestimmt auch noch diesen Anspruch, halt wirklich alles ein bisschen perfekter zu haben als vielleicht anderswo. Ja. Es ist letztendlich auch eine Frage des Geldes. Das muss ja dann auch einer bezahlen, was er dann an Sonderwünsche haben will. Ja. Nebenan lässt sich Pascal von Servicetechniker Martin Schmid die Neuerungen im PM-Truck-Terminal erklären. Die Betreuung seiner Kunden auch nach dem Verkauf hat bei Rappo einen hohen Stellenwert. Ich sage mal, die Kundenbeziehung beginnt ja mit dem Verkauf der Maschine erst. Die ganze Nachbetreuung des Kunden ist die eigentliche Beziehung, die wir aufrechterhalten wollen. Und da ist es uns sehr wichtig, dass der Kunde jederzeit von uns technischen Support bekommt. Wir haben ein großes Ersatzteillager. Wir haben 2 Servicebusse mit Anhänger, wo die komplette Werkstatteinrichtung dabei ist. Wir fahren zum Kunden raus, um bei ihm auch Reparaturen und Wartungsarbeiten zu machen. Und oftmals ist es so, dass wir auch mit externen Firmen zusammenarbeiten, weil der große Teil unserer Kundschaft ist eigentlich öffentliche Hand. Also es sind Kommunen, Korporationen, Staatsbetriebe, und dort wird dann halt auch verlangt, dass ein Händler vor Ort mit berücksichtigt wird, um diese, sag ich mal, die kleineren Arbeiten zu machen. Und wenn es dann halt was Größeres wird oder die großen Servicearbeiten, Einstellungen und so, dann fahren wir mit unserem Bus dahin und machen die Arbeiten vor Ort. Also der Kunde ist eigentlich rundum betreut, sei es durch einen Händler vor Ort oder durch unsere Servicetechniker, die dann in der ganzen Schweiz unterwegs sind. Inzwischen haben Ramon und Robin den Holzhacker angehängt. Ein Einsatz, den wir schon mit Spannung erwartet haben, denn erst bei solch schweren Zapfwellenarbeiten kann der PM-Truck seine ganze Motorkraft entfesseln. Die Anpassung ist schnell erledigt, weil keine aufwendige Kransteuerung samt Joysticks umgerüstet werden muss. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in die benachbarte Gemeinde Full-Reuental, wo gesammeltes Astmaterial aus der Landschaftspflege gehäckselt werden soll. Ramon schaltet die Zapfwelle ein und bringt die Maschine auf Touren. Mit dem Kran beschickt er den Einzug. Der Hacker ist ein bewährter Kumpel im Fuhrpark der Firma NAF. Ja, den Hacker, den haben wir seit 2010. Das ist ein Schweizer Fabrikat von der Firma Wüst. Und ich würde nie mehr einen anderen Hacker kaufen. Robust gebaut, wir haben noch praktisch nichts gehabt mit dem, sehr wartungsarm, also von dem her eine tolle Maschine. Gierig zieht die Maschine das Gestrüpp ein und spuckt es auf der anderen Seite fein zerkleinert auf den Anhänger, den hier Werkstattleiter Robin mit dem 314er Fendt bereitgestellt hat. Der PM-Truck lässt sich von diesem Material nicht beeindrucken. Er bräuchte schon richtiges Stammholz, um den Motor in die Knie zu zwingen. Nur wenige Kilometer entfernt sind Hans-Peter und Pascal mit der Rodung eines Bauplatzes in einem großen Industriegebiet beschäftigt. Hans-Peter fällt die Bäume mit der Kettensäge. Pascal unterstützt ihn mit dem 8-Tonnen-Bagger von Mekalak. Mit der Greifzange sortiert er das Material. Stärkere Stämme, die später zu Scheitholz verarbeitet werden, legt er zur Seite. Das Restholz bereitet er für den Hacker vor. Im vorderen Bereich der Fläche bleiben die Bäume stehen, als Rückzugsort für Flora und Fauna. Wenig später trifft Ramon ein und nimmt seine Arbeit mit dem Hacker auf. Das kernige Astmaterial verlangt dem PM-Truck schon deutlich mehr ab. Der Motorhubraum ist bei der neuesten Generation auf 7,4 Liter angewachsen, was hier kein Nachteil ist. Hans-Peter ist froh, dass er jetzt endlich eine würdige Antriebsmaschine für seinen Hacker hat. Wir sind selber sehr, sehr gespannt gewesen, wie das geht, wie gut das der läuft, und wir sind angenehm überrascht.
Die Performance vom neuen PM-Truck war sehr gut. Wir werden dann sehen, wie es sich weiterentwickelt, wenn dann wirklich große Stämme kommen oder voll auf Leistung gehackt werden muss. Der PM-Truck ist nicht zu groß für diesen Hacker. Wir müssen auch wissen, der PM-Truck hat jetzt 300 PS. Wir haben früher schon mit dem ersten an diesem Hacker gehackt, mit 175. Und der Hacker ist aber gebaut für über 400 PS Dauerleistung. Also der PM-Truck wird eher das Problem sein wie der Hacker. Mit 2 Tasten am Joystick kann man den Sitz in beide Richtungen drehen, sodass der Fahrer freie Sicht auf den Arbeitsbereich hat. Die Fußpedale schwenken hier natürlich immer mit. Ramon genießt die Arbeit mit dem neuen Traktor. Bevor er 2019 voll in den Betrieb eingestiegen ist, hat er eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Jetzt kümmert er sich hauptverantwortlich um die Verwaltung und Disposition. Die restliche Zeit arbeitet er draußen auf den Baustellen mit. Eine willkommene Abwechslung zum Büroalltag. Das Hackgut liefert NAF zu einem regionalen Biomasseheizwerk. Vor dem großen Hakenliftanhänger hängt ein Fendt 930 Vario, der Klassiker mit dem bewährten MAN-Motor. Der Container ist eine Sonderanfertigung und hat ein Fassungsvermögen von 52 Kubikmetern. Das Gewicht trägt ein Tridem-Fahrwerk mit 2 zwangsgelenkten Achsen. Das beschert dem langen Gespann eine bessere Wendigkeit und schont die Reifen genauso wie den Untergrund. Am anderen Ende der Fläche nimmt Pascal den Moritz FR50 in Betrieb. Mit dem Forstmulcher rückt er dem Gestrüpp entlang des Zauns zu Leibe. Der Moritz, der Kleine, gibt es leider nicht mehr, aber der ist für uns, genügt der für die Aufträge, die wir haben, reicht der Moritz. Wir haben aber auch jetzt den neuen ausprobiert. Er hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht überlegen wir uns doch noch, einen zusätzlichen zu kaufen, aber jetzt warten wir mal noch einen Winter ab und dann werden wir sehen, was geht. Nebenbei haben wir auch noch unseren selbstfahrenden Böschungsmäher gesehen von der Firma 3M. Das ist ein Merlo-Produkt mit einem Noremat-Böschungsmäher. Den kann man vorwärts und rückwärts fahren, wie es geht, den Kopf drehen. Man hat keine Leerwege, ist eine sehr effiziente Maschine. Den haben wir jetzt schon seit, denke 8 Jahren oder noch mehr. Und der macht sehr viele Stunden bei uns. Und jeder, der gefahren ist mit dem, sagt, ich will nichts anderes. Weil er einfach gut ist, weil er einfach passt und ist auch noch sehr geländegängig für Sachen, die wir hier machen. Wir hätten auch heute noch den Forstmulcher mitgenommen mit dem PM-Truck. Leider ist zu nass zum Forstmulchen so mit der großen Maschine. Dann wären wir hier hätten wir jetzt alles runtergemulcht. Aber wir wollen eine saubere Arbeit hinterlassen und nicht ein Schlachtfeld oder ein Morast, der für niemand mehr zu gebrauchen ist. Und darum haben wir jetzt verzichtet darauf und mit dem Moritz das gemacht, was unbedingt sein musste. Und das werden wir dann machen, wenn das Wetter ein bisschen besser ist, wenn es mal ein bisschen abgetrocknet hat. Weil dieser Einsatz sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, hat uns Hans-Peter ein Video vom vorherigen PM-Truck am Forstmulcher zukommen lassen. Wenn auch die Leistung nicht dieselbe ist, kann man hier sehr gut erkennen, wie gut sich der Systemschlepper für diese Arbeit eignet. Am Abend zeigen uns Pascal und Ramon in der Halle, wie einfach sich der Kran abbauen lässt. Mit etwas Übung braucht man dafür nur etwa 10 Minuten. Danach kann man den PM-Truck wie einen herkömmlichen Schlepper als Trägerfahrzeug für verschiedenste Anbaugeräte nutzen. Spätestens hier wird klar, warum sich NAF schon zum 3. Mal in Folge für dieses System entschieden hat. Es ist die Vielseitigkeit. Ich höre es immer wieder, kommt mir immer wieder in den Sinn. Marketingleiter von Pfandzell, Peter Vorderholzer, sagt immer, das ist das Schweizer Taschenmesser unter den Forstschleppern. Und ich kann sagen, ja, das stimmt. Wir haben mit dem Schlepper das, was wir brauchen. Wir konnten den so konfigurieren, wie wir ihn brauchen. Er ist sicher ein teures Fahrzeug, das ist so, für gewisse Arbeiten. Aber wir haben ja nicht nur den PM-Truck. Bei uns muss er nicht unbedingt 2000 Stunden laufen im Jahr. Wir brauchen den dann, wenn wir ihn brauchen. Und dann, wenn wir ihn brauchen, muss er uns die Arbeit erleichtern und uns eigentlich entlasten. Das ist das, was wir brauchen und nicht ein Fahrzeug, das zwar super
ist für gewisse Sachen, aber nicht für alles brauchen kannst. Wenn der bei uns auch 10, 12 Jahre alt wird, das spielt keine Rolle. Der ist in 12 Jahren auch noch modern, oder? 3 Tage lang haben wir Hans-Peter und sein Team bei anspruchsvollen Einsätzen unter teils widrigen Bedingungen begleitet. Da stellt sich zu Recht die Frage, warum man sich Tag für Tag aufs Neue in solche Strapazen stürzt. Ich habe Freude an unserer Arbeit, weil unsere Arbeit ist so flexibel, so vielfältig und wir sind keinen Tag am gleichen Ort. Ich glaube, ich könnte das nicht 4 Wochen oder 2 Monate auf der gleichen Baustelle immer und immer. Manchmal weißt du am Vorabend nicht, was am neuen Tag kommt. Wir sind sehr flexibel und das ist das, was eigentlich unseren Job so interessant macht. Die beiden Söhne Pascal und Ramon sind bereits voll in den Betrieb involviert. Damit hat Hans-Peter die Weichen für die nächste Generation gestellt. Wie soll es weitergehen? Ich glaube, das wünscht sich jeder Vater, der Söhne hat, dass der Betrieb weitergeht. Ich kann mir jetzt sagen, es sieht bis jetzt gut aus. Sie sind im Betrieb, sie arbeiten mit, wir sind eigentlich ein eingespieltes Team. Es läuft bei uns sehr gut. Wir können auch gut miteinander, nicht wie viele andere es nicht miteinander können. Das ist schön und ich schätze das auch noch. Auch die Nähe zu den Jungs schätze ich sehr. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln können. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, dass wir in 5 Jahren 30 Mitarbeiter sein müssen. Das Bedürfnis habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind langsam, einfach, gut gewachsen. Wie schon angetönt, aus der Landwirtschaft heraus. Also wir sind bodenständige Leute. Wir sind einfach ganz normale Leute, die ganz normal auch Freude an der Arbeit haben. Und das soll so bleiben, ja. Das soll so bleiben. Schöne Worte, denen wir nichts hinzufügen möchten. An dieser Stelle wollen wir uns aber noch ganz herzlich bei Hans-Peter und seinem Team bedanken. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft, für die hervorragende Organisation der Einsätze und für die spannenden Einblicke in ihre Welt. Wenn ihr noch mehr über die Firma NAF und ihre Tätigkeiten erfahren wollt, dann besucht deren Website und Social-Media-Kanäle. Wir wünschen Familie Erne viel Erfolg für die Zukunft und schließen nicht aus, dass es schon bald ein Wiedersehen für ein neues Video geben könnte.